Anna und Paul diskutieren, ob Studiengebühren abgeschafft werden sollten. Paul, was hältst du davon, dass Universitäten in einigen Ländern kostenlos sind? Ich bin überzeugt, dass Bildung ein Grundrecht ist und keine Gebühren kosten sollte. Ehrlich gesagt finde ich die Idee interessant, aber man könnte argumentieren, dass Gebühren eine höhere Qualität der Lehre gewährleisten. Das lässt sich nicht leugnen. Aber glaubst du nicht, dass Gebühren viele Menschen davon abhalten, überhaupt ein Studium aufzunehmen? Durchaus, das ist ein berechtigter Punkt. Allerdings bin ich der Meinung, dass finanzielle Unterstützung wie Stipendien ausreichen könnte, um Chancengleichheit zu schaffen. Vielleicht. Aber Stipendien erreichen nicht alle. Man könnte meinen, dass ein gebührenfreies Studium langfristig mehr Fachkräfte hervorbringen würde. Kein Zweifel, das ist möglich. Aber glaubst du, dass der Staat die Kosten tragen kann, ohne an anderer Stelle Kürzungen vorzunehmen? Das ist eine berechtigte Frage. Aber es scheint, dass Bildung eine Investition ist, die sich für die Gesellschaft auszahlt. Das stimmt zwar, aber was ist mit der Motivation? Ich denke, Gebühren können ein Anreiz sein, das Studium ernsthafter zu verfolgen. Das mag stimmen, aber glaubst du, dass Menschen weniger motiviert wären, nur weil das Studium kostenlos ist? Ich denke, die intrinsische Motivation ist entscheidender. Absolut, Motivation kommt oft von innen. Aber glaubst du nicht, dass gebührenfreie Bildung die Qualität senken könnte, weil Universitäten weniger finanzielle Mittel haben? Das könnte passieren, aber man müsste sicherstellen, dass Universitäten ausreichend finanziert werden, auch ohne Studiengebühren. Kein Zweifel, das wäre notwendig. Trotzdem bleibe ich skeptisch, ob es wirklich für alle Länder umsetzbar ist. Das ist verständlich. Aber es zeigt sich, dass Länder mit gebührenfreier Bildung oft bessere soziale Mobilität aufweisen. Das ist ein guter Punkt. Vielleicht sollte man Modelle entwickeln, die auf die jeweiligen Länder zugeschnitten sind. Ganz genau. Es könnte sinnvoll sein, zunächst Pilotprojekte zu starten, bevor man das Konzept ausweitet. Da gehe ich mit. Es ist eine komplexe Frage, die sorgfältig durchdacht werden muss. Absolut, besonders weil Bildung ein so zentraler Bestandteil der Gesellschaft ist. Aber glaubst du, dass Studiengebühren den Zugang zu Innovationen beeinflussen könnten? Das könnte der Fall sein, aber es liegt auf der Hand, dass auch private Investitionen wichtig sind, um Innovationen zu fördern. Keine Frage, das stimmt. Aber glaubst du, dass Studierende durch Studiengebühren mehr Belastungen haben, die ihre Leistung negativ beeinflussen könnten? Durchaus, besonders für Studierende aus einkommensschwachen Familien. Es scheint, dass Gebühren diese Gruppe oft benachteiligen. Ganz genau. Deshalb bin ich überzeugt, dass gebührenfreie Bildung der bessere Weg ist, um die Gleichheit zu fördern. Kein Zweifel, es wäre ein großer Schritt in Richtung sozialer Gerechtigkeit. Dennoch bleibt die Frage, wie man die Finanzierung langfristig sicherstellen kann. Das stimmt. Vielleicht wäre eine Mischform, bei der Studierende nach dem Abschluss je nach Einkommen einen Beitrag leisten. Eine Möglichkeit. Das klingt vernünftig. Am Ende kommt es darauf an, das richtige Gleichgewicht zu finden. Lisa und Max diskutieren, ob KI langfristig menschliche Arbeitsplätze gefährdet. Max, wie stehst du dazu? Kann künstliche Intelligenz wirklich eine Bedrohung für Arbeitsplätze sein? Ich bin überzeugt, dass sie eher unterstützt als ersetzt. Ehrlich gesagt, sehe ich das anders. Es scheint, dass KI besonders in einfachen Jobs Menschen ersetzen könnte. Das mag sein, aber glaubst du nicht, dass KI neue Arbeitsplätze schaffen kann, vor allem in der Entwicklung und Wartung solcher Technologien?
Kein Zweifel, es entstehen neue Jobs, aber man könnte argumentieren, dass nicht alle Menschen die nötigen Qualifikationen für solche Berufe haben. Durchaus. Aber glaubst du nicht, dass Weiterbildungsprogramme helfen könnten, diese Lücke zu schließen? Das ist möglich, aber ich frage mich, ob Unternehmen wirklich bereit sind, in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter zu investieren. Das ist ein berechtigter Einwand. Aber es zeigt sich, dass viele Unternehmen von gut geschulten Mitarbeitern profitieren würden. Richtig. Dennoch bleibt die Frage, ob jeder Mensch mit dem Tempo der technologischen Entwicklung mithalten kann. Absolut. Nicht jeder ist technikaffin. Vielleicht müsste man die Einführung von KI schrittweise gestalten, um niemanden zurückzulassen. Ganz genau. Aber glaubst du, dass KI auch in kreativen Berufen wie Design oder Kunst Einzug halten wird? Das ist schwer zu sagen. Man könnte argumentieren, dass KI kreative Prozesse unterstützen kann, ohne die menschliche Kreativität zu ersetzen. Das ist denkbar. Aber was ist mit moralischen Fragen? Es drängt sich die Frage auf, ob KI Entscheidungen treffen sollte, die Menschen betreffen. Kein Zweifel, das ist ein heikles Thema. Man müsste klare Richtlinien entwickeln, um den Einsatz von KI zu regulieren. Absolut, ohne ethische Rahmenbedingungen könnte KI wirklich problematisch werden. Genau deshalb finde ich, dass wir mehr Forschung und Debatten zu diesem Thema brauchen. Keine Frage. Aber glaubst du, dass die Politik schnell genug handeln wird, um mit der Entwicklung mitzuhalten? Das ist unklar. Vielleicht könnten internationale Kooperationen dabei helfen, Standards zu setzen. Das wäre sinnvoll. Aber glaubst du, dass Menschen in bestimmten Branchen wie der Landwirtschaft oder im Einzelhandel wirklich von KI profitieren werden? Durchaus, wenn KI dazu beiträgt, Prozesse effizienter zu gestalten, könnten diese Branchen wettbewerbsfähiger werden. Das mag stimmen. Dennoch bleibt die Frage, ob diese Effizienzsteigerung wirklich den Menschen zugutekommt oder nur den Unternehmen. Das hängt wohl davon ab, wie Unternehmen ihre Gewinne einsetzen. Es zeigt sich, dass einige Firmen bereits in soziale Projekte investieren. Kein Zweifel, das wäre ideal. Aber glaubst du, dass KI langfristig die Art, wie wir Arbeit sehen, grundlegend verändern wird? Absolut. Ich denke, dass Arbeit flexibler und kreativer werden könnte, da KI Routineaufgaben übernimmt. Das klingt plausibel. Trotzdem könnte man argumentieren, dass diese Veränderung auch Unsicherheit mit sich bringt. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Deshalb wäre es wichtig, soziale Sicherheitsnetze auszubauen, um diese Übergangsphase abzufedern. Da gehe ich mit. Vielleicht sollten Regierungen und Unternehmen stärker zusammenarbeiten, um diese Veränderungen zu gestalten. Ganz genau. Es könnte sinnvoll sein, die öffentliche Meinung stärker einzubeziehen, um Akzeptanz für KI zu schaffen. Das sehe ich auch so. Transparenz ist entscheidend, damit Menschen Vertrauen in diese Technologie gewinnen. Richtig. Am Ende geht es darum, KI als Chance zu sehen, die Arbeitswelt für alle besser zu machen. Absolut. Vielleicht ist es an der Zeit, das Thema auch in der Bildung stärker zu verankern, damit die nächste Generation besser darauf vorbereitet ist.